Fußballfieber in der Miniaturwelt. 3 lange Nächte verbrachten Regisseur Roman und sein Team im Wunderland, um das neue Musikvideo von und mit Das Bo zu drehen. Zum Anlass der Fußball-WM sollte ein abenteuerlicher Fußballsong entstehen. Die eigentliche Idee dazu entstand aber relativ spontan. Also meines Wissens haben das Miniaturwunderland und Bo beschlossen, miteinander einen WM-Song zu machen. Da war relativ schnell klar, da ich viel mit Bo gemacht habe, dass ich das Video machen würde. Unsere Geschichte beginnt eigentlich mit 2 Einbrechern, die hier nachts einsteigen, während 2 etwas schläfrige, gelangweilte Nachtwächter, die nicht wirklich aufmerksam sind, Fußball gucken. Und die beiden Jungs steigen hier ein und haben einfach Spaß so, und drehen durch und machen das, was man hier normalerweise nicht machen kann. Und die Nachtwächter kriegen zwar irgendwie mit, dass hier was nicht stimmt, aber so richtig checken tun sie das auch nicht. Und dann kommt eins zum anderen. Damit die Geschichte zum Leben erweckt werden kann, mussten aber natürlich die Darsteller der 2 Einbrecher gefunden werden. Wir wären hier unten soweit. Könnt ihr bitte die Jungs runterschicken zum Drehen? Die 2 Jungs stammen aus dem Bekanntenkreis von Bo und waren begeistert, bei einem solchen Projekt mitmachen zu können. Anfangs noch etwas schüchtern, waren sie schnell in ihrer Rolle vertieft und man merkte ihnen ihren Spaß förmlich an. Für die Kinder war der Dreh natürlich nicht der erste Besuch im Wunderland. Habt ihr eine Lieblingsecke hier, was ihr so am liebsten mögt? Am allermeisten mag ich, da war ich auch oft mit meinem Freund, Las Vegas. Las Vegas. Und du? Das ist cool. Also ich mag hier einfach Hamburg. Hamburg, ne? Geiler Typ. Stadion, aber Hamburg auch. Oh. Das wäre es gewesen. All die restlichen Rollen wurden dann vom Regisseur selber oder anderen Statisten besetzt. Besonders diejenigen, die später zum Leben erweckt werden, mussten ihr Handwerk natürlich beherrschen. Das sind einige Figuren, die ich für das Video gebaut habe. Und diese Figuren werden von den Kids in dem Video zum Leben erweckt. Das Besondere an dieser Geschichte war, dass ich erst eine Woche vor Drehbeginn Bildmaterial bekommen habe. Und diese ganzen kleinen Details, Mützen, Bärte, Mikrofon und so, das alles zu bauen, das ist eine riesen Herausforderung. Und im Normalfall haben wir auch deutlich mehr Zeit dabei. Aber diese Figuren zu bauen hat so viel Spaß gebracht, dass ich mit dem Ergebnis super zufrieden bin. Beim großen Finale waren dann neben all den Nebenrollen ein Bläserorchester und eine Samba-Gruppe beteiligt. Bei so viel Bewegung war es nicht immer leicht, alle Statisten zu koordinieren. Vielleicht haben wir den Aufwand ein ganz kleines bisschen unterschätzt. Das Miniaturwunderland als Drehort, als Set ist verrückt, das ist crazy. Wir haben 3 Nächte hier gedreht und 3 Nächte ist eigentlich gar nicht so wenig, wobei Nachtarbeit auch nicht zu unterschätzen ist, weil man wird halt einfach echt bescheuert. Ich weiß nicht, wie oft ich hier irgendeine Treppe runtergegangen bin und mich gefragt habe, wo ich gerade bin. Und ich war hier richtig oft. Und manchmal dauert eine Einstellung, die man normalerweise woanders in 10 Minuten drehen würde, hat hier dann halt einfach mal 40 Minuten gedauert. So. Dafür macht es woanders aber auch nicht so viel Spaß. Es gab aber auch noch einen ganz besonderen Auftritt. Die Ziege hat abgesagt, wir nehmen jetzt Hühner. Um die Absurdität des Geschehens noch weiter zu steigern, wurde ein Huhn organisiert, das die beiden Nachtwächter terrorisiert. So leicht es noch war, das Huhn zu platzieren, so schwierig wurde es, das Tier später auf der Anlage einzufangen. Natürlich läuft das Huhn jetzt wieder glücklich über seinen Heimathof. Weniger entspannt war das Bo, als es am 3. Tag zu seinen Performance-Auftritten kam. An etlichen Stellen auf der Anlage wurden Dutzende Durchläufe des Songs aufgenommen, um später im Schnitt ausreichende Möglichkeiten zu haben. Auch wenn der Song zum Ohrwurm des Teams geworden ist, war der Drehschlussruf erleichternd. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, mir die nächsten Tage wahrscheinlich diesen ganzen Wahnsinn erstmal anzugucken, den Wahnsinn überhaupt erstmal zu sichten. Also ich glaube, ich werde wahrscheinlich, wenn ich mal 3 Tage durchgeschlafen habe, mich an den Rechner setzen und unheimlich viel Material mir angucken und dann wird man mal so ein bisschen erkennen, in was für eine Richtung das geht. Ne? Was ist gut geworden, was ist schlecht geworden, was ist uns gelungen, wo werden wir so den Fokus drauf setzen und das ist auf jeden Fall echt immer spannend, weil auch wenn man sich das ausgedacht hat und wenn man am Set genau sieht, was man gedreht hat und so, ist es dann doch nochmal was ganz anderes, wenn man dann im Schnitt sitzt und dann die Puzzleteile langsam zusammenfügt und merkt, ob die Geschichte funktioniert und so weiter und so fort. Ne? Also von daher, ich habe noch ein bisschen zu tun, wir sehen uns bei der Premiere. Gesagt, getan. 2 Wochen und etliche Stunden im Schnitt später wurde das Video feierlich im Wunderland präsentiert. Die Schweiz bot dabei als eine der Drehorte ein ideales Panorama. Ja, das, was ich jetzt sage, habe ich schon häufiger gesagt. Herzlich willkommen im Miniaturwunderland. Schön, dass Sie alle da sind.
Aber das Tolle an einem Leben als Wunderländer ist, wir sind immer offen für alles verrückte Neue und am liebsten alles, was Spaß macht. Vom Wunderland selbst hat Bo vor dem Video allerdings nur Gerrit und Frederik gesehen. Ich kannte die Jungs und einmal haben wir für die Jungs aufgelegt und da gab es eine private Führung, aber ich bin dann zu spät losgegangen und konnte dann genau in dem Moment, wo ich losgehen wollte, wurden die Türen dicht gemacht. Von daher hatte ich das schon so, fast habe ich es gehabt. Und also es ist tatsächlich so beeindruckend. Also wie gesagt, du kommst erst rein, es ist riesengroß und wenn du dann anfängst, dir die Details anzugucken, dann verlierst du dich. Also von daher, waren wir mit diesem Projekt Fanfest, waren wir eigentlich auch wie die kleinen Jungs. Zahlreich war die Presse gekommen und nachdem Gerrit eine kurze Einführung gegeben hat, konnte das Video auf der extra installierten Leinwand präsentiert werden. Begeistert lauschten die Vertreter der Presse und die anwesenden Wunderland-Besucher dann einer Live-Performance vom Bo. In den folgenden Interviews mit etlichen Fernsehsendern, Radiostationen und Zeitungen zieht das Bo insgesamt ein positives Resümee und freut sich jetzt erstmal selbst auf die WM. Der Song ist in den letzten Tagen bereits so gut angelaufen, dass das Bo sogar bei dem Eröffnungsspiel vor dem Brandenburger Tor auftritt. Wollt ihr, dass das Bo auch auf eurem Fanfest zu hören ist? Dann teilt das Video über den eingeblendeten Link mit euren Freunden und Bekannten.